Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Gesundheitsvideo von mir. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man den gesunden Avocado-Kern zu einem Pulver verarbeiten kann und daraus wiederum dann mit einer halbautomatischen Kapselfüllmaschine Kapseln herstellen kann, die man dann letztendlich wiederum als Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen könnte. Da der Avocado-Kern sehr gesund ist und viele Krankheiten verhindern kann, das Pulver davon aber nicht besonders gut schmeckt, wäre es anzuraten, dieses in eine Kapsel zu füllen und es somit täglich als Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen, damit man auf diese Weise täglich an die gesunden Inhaltsstoffe des Avocado-Kernpulvers gelangen kann. Wie man daher dieses gesunde Nahrungsergänzungsmittel selber herstellen kann, das zeige ich euch jetzt. Zuallererst werden wir dazu die Schale von dem Avocado-Kern entfernen, denn die benötigen wir nicht. Die muss entfernt werden, die kann man mit dem Messer so abschaben oder nachdem man sie im Wasser eingeweicht hat, geht es dann sehr viel leichter, dann könnte man sie einfach so abziehen. Nachdem wir dann die Haut komplett von den Kernen entfernt haben, werden wir die Kerne mindestens eine Woche lang in Wasser einweichen. Denn grundsätzlich sollte man ja immer alle Kerne, Körner, Samen, Hülsenfrüchte und so weiter in Wasser einweichen, weil dadurch die Gifte neutralisiert werden, schädliche Stoffe wie Phytinsäure, Tannine und Enzyminhibitoren werden abgebaut und die nützlichen, gesunden Stoffe werden aufgebaut, also Enzyme, Vitamine und so weiter vervielfachen sich auf diese Weise. Denn während des Einweichens bereitet sich die Saat auf das Keimen vor und es entsteht eine wahre Explosion an aktivierten, wertvollen Enzymen und freigesetzten Nährstoffen. Auf diese Weise verwandelt das Einweichen die Getreide, Samen, Körner und Nüsse in wahre Schätze für unsere Vitalstoffversorgung. Und deshalb werden wir das genauso mit dem Avocado-Kern machen, nur muss der eben eine Woche lang eingeweicht werden, im Gegensatz jetzt zu Getreide zum Beispiel, die eben nur 12 Stunden eingeweicht werden müssten. Ja, und nachdem wir jetzt den Kern eine Woche lang eingeweicht hatten, werden wir ihn raspeln, wie wir das jetzt hier sehen, zu feinem Flocken raspeln, und diese Flocken werden wir dann letztendlich auf der Heizung einfach trocknen, bis sie komplett trocken sind, und dann letztendlich zu feinem Puder vermahlen. Warum der Avocado-Kern so gesund ist, das versteht sich eigentlich von selbst, denn grundsätzlich sind ja alle Samen einer Frucht immer viel nährstoffreicher als die jeweilige Frucht selber, und sie enthalten auch einen sehr viel höheren Proteingehalt als das Fruchtfleisch selber. Da der Avocado-Kern aber so groß ist, birgt er natürlich ein ungleich größeres Potenzial als Lebensmittel genutzt zu werden, als zum Beispiel ein winziger Apfelkern. Hier sehen wir jetzt, wie wir die geraspelten Avocado-Kernflocken auf der Heizung dann trocknen werden. Dort lassen wir sie dann einfach 2 bis 3 oder 4 Tage lang liegen und vergessen sie dort, bis sie komplett getrocknet sind, und dann werden wir sie letztendlich zu feinem Pulver vermahlen. Jetzt werde ich euch erstmal die gesundheitlichen Vorteile des Avocado-Kerns aufzählen. Durch den Verzehr des Avocado-Kernpulvers wird der Cholesterinwert stark verbessert, sodass auf lange Sicht Herz- und Kreislauferkrankungen vorgebeugt wird. Er ist ein wirksames Mittel bei Magenproblemen, denn er hilft gegen Entzündungen im Magen-Darm-Trakt und gegen Durchfall. Er bekämpft Infektionen und innere Entzündungen, wie etwa der Magenschleimhaut. Avocado-Kernpulver ist reich an krebsabweisenden Flavonolen, die das Wachstum der Krebszellen verhindern. Die entzündungshemmenden Eigenschaften des Kerns stärken das Immunsystem und schützen dank der vielen Antioxidantien vor freien Radikalen und somit vor einer vorzeitigen Hautalterung. Die thermogenetische Wirkung des Avocado-Kernpulvers fördert den Fettabbau, das heißt, er hilft also auch beim Abnehmen. Auch gegen Arthritis und Gelenkbeschwerden ist das Avocado-Kernpulver empfehlenswert aufgrund seiner entzündungshemmenden Eigenschaften. Das Avocado-Kernpulver enthält auch Wirkstoffe, die die Schilddrüsenfunktion regulieren, und es fördert die Kollagenproduktion und sorgt so für eine schöne, geschmeidige Haut. Auch enthält es Lutein und Zeaxanthin und ist deshalb auch für die Gesundheit der Augen sehr gut, wobei es dem Katarakt vorbeugt. Man könnte es auch zusammen mit Kokosöl in die Haare geben und darin belassen in den Haaren und dann hinterher wieder ausspülen. Und das hilft insbesondere für schöne glänzende Haare, hilft auch gegen Schuppen. Auch gegen Akne soll es helfen, wenn man es zusammen mit Wasser in einer Paste anrühren würde und auf die betroffenen Stellen im Gesicht schmieren würde.
Dies waren jetzt nur einige der gesundheitlichen Vorteile für die innere und auch die äußere Anwendung des Avocado-Kernpulvers. Es gibt noch sehr viel mehr gesundheitliche Vorteile, vor allem auch für die innerliche Anwendung des Avocado-Kernpulvers. Und deshalb ist es sehr nützlich, wenn man dieses täglich einnehmen würde. Unter anderem könnte man es theoretisch zum Beispiel in einen Smoothie mixen, wie wir das hier gerade jetzt sehen, und diesen Smoothie dann trinken. Dann würde man diese bitteren Stoffe nicht zu schmecken bekommen, oder auch über einen Salat streuen zum Beispiel. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wie man das Pulver jetzt in die Nahrung geben könnte. Aber allerbesten wäre es natürlich, wenn man es jetzt in eine Kapsel füllen würde, weil man dann diese nicht sehr schmackhaften Stoffe nicht zu spüren bekommen würde und es auf diese Weise sehr viel einfacher wäre, wirklich täglich mindestens 2 Kapseln zu sich zu nehmen. Denn ich finde es sehr viel einfacher und praktischer, einfach täglich 2 Kapseln mit etwas Wasser herunterzuschlucken, als ständig daran denken zu müssen, dieses Pulver irgendwo in die Nahrung geben zu müssen. Deshalb zeige ich euch jetzt, wie man diese Kapseln herstellen kann. Ich habe dazu eine sehr günstige, tolle, halbautomatische Kapselfüllmaschine gefunden. Den Link werde ich euch unten in der Infobox geben. Ihr seht, wir geben jetzt die obere Hälfte der Kapseln in dieses Teil hier, welches man auf dieses untere Teil gibt und dann so schüttelt, während man die Öffnung zuhält, damit die Kapseln nicht rausfallen. Und dabei fallen die jetzt alle in diese Löcher rein. Die übrig gebliebenen Kapseln geben wir dann zusammen mit dem oberen Teil zurück in die Packung. Das sind die übrig geblieben sind, die jetzt nicht in die Löcher gefallen sind. Und alles andere werden wir gleich inspizieren. Wir nehmen dann das obere Teil jetzt ab und sehen dann, dass die meisten, fast alle Kapseln jetzt in dem Teil hier drin sind. Das kann man dann so runterdrücken und sehen, wo noch einige Kapseln fehlen. Also man sieht das, wenn man hier so runterdrückt, sieht man, da ist ein Loch, da fehlt noch eine Kapsel, die kann man dann noch reinstecken. Manche andere Kapseln sind falsch rum drin, die kann man dann auch, wenn man das so runterdrückt, umdrehen und richtig rum reinstecken. Das werdet ihr dann alles sehen, wenn ihr diese Kapselmaschine kauft. Die war übrigens sehr günstig, diese Kapselmaschine, also günstiger bekommt man sie hier nirgendwo. Die hat mich nur 15 € zusammen, also inklusive Versandkosten gekostet. Allerdings kommt die natürlich aus China und deswegen dauert es etwas länger, bis sie dann letztendlich eintrifft, aber dann hat man sie. Allerdings habe ich jetzt nachgeguckt, Amazon, da kostet sie inzwischen schon wieder 20 €. Die wurde natürlich jetzt teurer, wahrscheinlich weil sie gemerkt haben, dass eben alle anderen Kapselmaschinen um die 100 € oder sogar noch viel teurer kosten. Aber 20 € ist ja immer noch ein sehr guter Preis. So, und wie wir jetzt gesehen haben, haben wir dieses so vorgemahlene Avocado-Kernpulver auf diese Ausrichtungsplatte gegeben, gestreut und dann mit diesem Teil hier so nach und nach in die Löcher gestreicht, bis alle Löcher wirklich damit ausgefüllt sind. Und das überschüssige Pulver werden wir dann wieder zurück in das Glas geben. Das wird dann für die nächsten Kapseln verwendet. So, und dann könnte man noch mit diesem Teil hier jetzt, indem man die Ausrichtungsplatte da drüber gibt, wieder das nochmal andrücken, damit wirklich alle Luftlöcher eventuell in den Kapseln gefüllt werden. Und dann gibt man nochmal wieder etwas Pulver drüber, damit wirklich dann auch die Kapseln komplett mit dem Pulver gefüllt sein werden und damit alle Luftlöcher vermieden werden. So wie wir das jetzt hier sehen, jetzt werden wir die andere untere Platte mit den unteren, also mit den kleinen Teilen der Kapseln füllen. Dazu geben wir einige, also viele, mehr als 100 von diesen unteren Kapselhälften darüber und werden das wieder wie vorher schütteln, während wir dieses Loch zuhalten, damit die nicht rausfallen, so dass dann die meisten dieser Kapselhälften in die Löcher fallen und die übrig bleiben, werden wir wieder zurückgeben in die Packung und dann dieses obere Teil abnehmen, wobei wir dann feststellen können, ob alle Kapselhälften in ihre Löcher gefallen sind oder ob es noch einige freie Löcher gibt. Einige sind wieder falsch rum, die muss man dann wieder umdrehen und richtig rum reinstecken. Ja, und auf diese Weise kann man dann hier kontrollieren, ob wirklich alle richtig in ihren Löchern stecken. Und sobald alles
alle Löcher wirklich gefüllt sind und auch die Kapseln richtig rum reingesteckt wurden, geben wir dann die orangene Platte oben drauf. Mit der Innenseite nach unten. Wir sehen, dass die Innenseite, die geben wir nach unten. Das muss dann hier richtig arretiert werden, richtig einrasten in die Löcher. Und dann drehen wir das Ganze um und geben es mit der orangen Seite zuerst auf das obere Teil dieser Kapselfüllmaschine, wo jetzt die oberen Kapseln drin sind. Und dann wird das Ganze zusammen ganz fest angedrückt. Und auf diese Weise erhalten wir dann die Kapseln. Das ist eigentlich sehr einfach, das ist nicht schwer, das kann man dann selbst ausprobieren, sobald man die Kapselfüllmaschine hat. Hier haben wir jetzt gleich schon 100 Kapseln, die geben wir jetzt zu den anderen, die wir schon vorher hier abgefüllt haben, in das Glas. Und jetzt haben wir hier mehrere 100 Kapseln mit dem gesunden Avocado-Kernpulver in diesem Glas und können täglich 2 Kapseln damit mit Wasser zu uns nehmen. Auch die Leerkapseln selber, die habe ich zu einem sehr günstigen Preis erstanden. Ich habe gleich 2000 Stück davon gekauft, denn ich werde mir alle meine Nahrungsergänzungsmittel jetzt selber immer mit dieser Kapselfüllmaschine anfertigen. Zum einen weiß man dann wirklich, was drin ist, denn oft sind in den fertigen Kapseln, die man kauft, irgendwelche Zusatzstoffe drin enthalten oder Trennmittel, und die möchte ich meinem Körper nun wirklich nicht antun. Und zum anderen ist es einfach auch sehr viel günstiger, sich die selber herzustellen, die Kapseln, als wenn man die fertigen Kapseln kaufen würde, weil man da auch den Service mit bezahlen müsste. Ja, wie gesagt, in der Infobox unten werde ich euch alle wichtigen Links schicken. Und dann hoffe ich, dass ich euch auch diesmal wieder für eure Gesundheit von Nutzen war und euch wichtige Informationen bieten konnte. In diesem Sinne wünsche ich euch gute Gesundheit. Vergesst nicht, Bismillah zu sagen beim Einnehmen dieser Kapseln, und dann sehen wir uns inshallah wieder das nächste Mal. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.